Willkommen bei Rothausbus, schön, dass ihr wieder da seid. Heute erzählen wir die Geschichte von unserem Bus, von Hermann. Weil VW-Busse haben ja ein genauso bewegtes Leben wie Menschen. Und der hier ist ja nur 40 Jahre alt und in der Zeit ist einiges passiert. Los geht's nach dem Trailer. Wir sind Rothausbus. Ich bin Alessandra. Und ich bin Björn. Wir haben einen 36 Jahre alten Bundeswehr T3 zu einem Weltreisemobil umgebaut. Immer mit dabei sind Mali und Wilma, unsere beiden Hundedamen. Unser nächstes großes Abenteuer ist Südamerika. Kommt mit und steigt ein. Unser Bus ist von 1986, also ist jetzt 37 Jahre alt und kam mit einem 1,6 Liter Motor zur Welt. In seinem ersten Lebensabschnitt war Hermann beim Militär, er war Soldat und im Dienst der Bundeswehr. Und wir haben sogar noch ein Relikt aus der Zeit, also genau so habe ich ihn geholt. Schaut mal hier ist seine Erkennungsmarke. Also Hermann hat eine Erkennungsmarke und das stammt direkt aus der Zeit. Zum Teil war er Lazarettfahrzeug, also wir haben diese Aufkleber, die vom Roten Kreuz gefunden, aber am Ende seiner Lebenszeit beim Militär war er eine Spezialfunke. Also der hat so ein riesen Loch im Dach gehabt, wo der Funkmast durchgesteckt worden ist. Und falls dann sozusagen Flughafenradar ausgefallen ist, dann hat man das Ding rausgeholt und damit den Funkverkehr abgebildet. Für uns ein Riesenvorteil, weil er fast nie benutzt worden ist und fast nur in der Garage stand. Mit 17 Jahren ist Hermann dann in den Ruhestand gegangen und wurde ausgemustert. Im Jahr 2003 habe ich dann angefangen, nach einem VW-Bus zu suchen. Ich wollte unbedingt einen T3 haben. Und nördlich von Berlin war ein Bundeswehrfahrzeughändler. Und hier sollten sich die Wege von mir und Hermann kreuzen. Also bin ich dahin, einfach mal um zu schauen, ob das Richtige da ist. Und da standen über 100 T3-Busse draußen, alle in Camouflage, alles Bundeswehrfahrzeuge. Und leider aber natürlich auch, wie die Bundeswehrfahrzeuge sind, einer verrosteter als der andere und völlig Schrott. Kannst du als Gärtnerfahrzeug nutzen, aber nicht für die Zwecke, die ich vorhatte. Und der Verkäufer sagte dann zu mir, nee, komm mal mit, da ist eine Halle, da stehen unsere Schmuckstücke. Und da standen 3 Busse in der Halle. Einer von denen war Hermann und es war echt Liebe auf den ersten Blick. Komplett rostfrei, werksneu, ja, also wirklich 8000 Kilometer auf der Uhr. Das Ding war der absolute Mega-Knaller. 2600 € auf dem Tisch und der Beginn einer absolut festen und langen Freundschaft. Also Hermann war der Allercoolste. Am Anfang total leer vorne, also hinten drin war nichts Transporter und vorne 3 Gummisitze von der Bundeswehr, also eine Doppelsitzbank und ein Einzelsitz. Ich habe ihm dann eine Campingküche verpasst, also so ein Klappding, wo man einen Kocher draufstellen kann, hinten eine Matratze reingeschmissen und so sind wir losgezogen über Festivals und sind durch Europa getingelt. Zu seinem 20. Geburtstag habe ich ihm dann zuallererst mal vernünftige Sitze spendiert. Hier. Reisesitze, weil die anderen waren nicht zum Aushalten. Auf diesen Plastiksitzen kann man nicht reisen, da tut dir so der Arsch weh. Und hier ist vernünftig. Als Hermann 25 geworden ist, haben wir beide entschlossen, dass wir gemeinsam auf die Kanaren auswandern. Und deshalb habe ich ihm einen Campingausbau verpasst, damit man in Hermann wohnen kann, von Raimo. Der ist heute noch drin und ja, das hat er mit 25 bekommen. Hermann war überglücklich, außen war er immer noch Camouflage und sah aus wie ein altes Bundeswehrfahrzeug, aber innen drin war er mittlerweile komplett mit Raimo Campingausstattung und somit waren wir bereit für unsere fette Teneriffa-Tour. Ja, im Jahr 2012 ging es dann los und durch ganz Europa. Hermann hat zum Glück eine Schwerlastauflage, das heißt, ich konnte meinen ganzen Scheiß, den ich habe, da reinpacken, bis unter das Dach vollgestopft, gerade mal noch einen Raum zum Schlafen gelassen. Und so sind wir dann einmal quer durch Europa gefahren bis Cadiz und haben von Cadiz aus die Fähre genommen Richtung Teneriffa. Ich weiß nicht, ob Hermann glücklich war auf dem Boot mit dem ganzen Salzwasser und den Wellen, aber er hat es durchgezogen mit mir und nach 3 Tagen sind wir dann in Santa Cruz de Tenerife angekommen. Ja, Teneriffa hat Hermann super gefallen, weil trockene Luft, es ist zwar direkt eine Insel im Meer, aber absolut trockene Luft, fast kein Niederschlag, dementsprechend auch kein Rost und das fand er super.
Nur die Sonne hat ihm so ein bisschen zu schaffen gemacht. Also mich hat sie braun gemacht und ihn hat sie komplett ausgebleicht. Also Hermann und ich hatten auf Teneriffa ein absolutes Vagabundenleben. Man kann sagen, jeden Tag am Meer, jeden Tag Sonnenuntergänge, jeden Tag ins Wasser hüpfen, immer andere Orte besuchen. Ja, und das ging eine ganze Zeit lang, bis wir beide dann die wunderbarste Frau der Welt kennengelernt haben. Ja, Alessandra kam in unser Leben und Hermann hat sie auch sofort akzeptiert. Bis zu meiner Ankunft verbrachten Björn und Hermann ihre Zeit friedlich und unbeschwert mitten im Atlantik. Ich hatte aber auch immer den Wunsch zu reisen, zu entdecken und Neues kennenzulernen. Also brechen wir mit Hermann auf, um ein paar Tage auf der kleinen und wilden Insel El Hierro zu verbringen. Hermann hat diese Reise unvergesslich gemacht und es war unwissentlich der Beginn der weiteren Transformation von Hermann, außerdem der Beginn der großen Reise unseres Lebens. Zurück auf Teneriffa sind wir in ein Haus mit Garage gezogen, wo wir Hermann parken und ungestört in ihm arbeiten konnten. Wir verbrachten viele Stunden, mehrere Nächte und fast die gesamte freie Zeit, die wir hatten, in dieser Garage und bereiteten Hermann darauf vor, die Insel zu verlassen. Wir hatten beschlossen, Teneriffa in Richtung Nordkap zu verlassen. Dafür haben wir Hermann eine neue Isolation verpasst. Da die alte Isolierung inzwischen kaputt war, haben wir sie komplett entfernt und durch Alubutyl und neues Armaflex ersetzt. Das war der schlimmste Job von allen. Stundenlang mit erhobenem Kopf und einer kleinen Klinge des Cuttermessers in den Händen, um den alten Kleber zu entfernen. Ich hoffe, dass ich es nie wieder tun muss. Björn hat dann das elektrische System komplett erneuert. Wir haben die Küchenplatte ausgetauscht, die festen Brenner entfernt und die alte Spüle durch eine neue runde ersetzt. Dafür haben wir eine Käseglocke verwendet. Außerdem haben wir Hermanns Sofa mit neuem Stoff bezogen, da das alte inzwischen in mehreren Teilen kaputt war. Dann hat er Vorhänge bekommen, damit er kuscheliger wird. Letztendlich haben wir uns entschieden, Hermann komplett zu lackieren. Wir waren etwas traurig, das Camouflage zu überstreichen. Wir haben das Grün erhalten, die Farbe heißt RAL 6031, dadurch haben wir eine gewisse Tarnung. Nach ein paar Monaten verabschieden wir uns von der Insel und unseren Freunden. Mit dem Versprechen, eines Tages zurückzukehren. Hermann bringt uns zurück zum Festland. Am Ende haben wir es nur bis Dänemark geschafft und sind am Nordkap nie angekommen. Wir sind dann nach Berlin gegangen und haben dort ein paar urbane Jahre verbracht. Immer, wenn wir Zeit hatten, sind wir mit Hermann gereist. Er hat uns nach Griechenland, Albanien und Italien gebracht. In Deutschland haben wir das Projekt des Umbaus von einem Militärfahrzeug zu einem Weltreisemobil ausgeweitet. Wir haben einen Haufen an Umbauten realisiert, größtenteils alleine. Wie es Hermann dabei ging, könnt ihr hier auf dem YouTube-Kanal sehen. Wir haben Hermann skalpiert und ihm ein Ochtag spendiert. Je länger die Reisen, desto klarer wurde, dass wir im Bus Stehhöhe wollen. Die Konstruktion des Bettes im Ochdach, um 2 Räume zu schaffen, Wohnzimmer und Schlafzimmer, Hermann wurde zur 2-Raum-Wohnung. Außerdem mehr Platz zum Ausstrecken der Füße im Bett, da es zu viert langsam eng wurde. Wir haben 2 Wassertanks installiert und jetzt kann Hermann 60 Liter klares Wasser transportieren. Solarpaneele für mehr Unabhängigkeit, unser schwingbare Gepäckträger am Heck und vieles mehr.
Ja, wenn euch die Entwicklung von Hermann interessiert, dann schaut einfach mal in unsere Playlist. Da könnt ihr sämtliche Videos finden und die gesamte Transformation von Hermann. Langsam läuft der Countdown, uns geht der Arsch auf Grundeis. Wir haben nur noch 10 Tage. Dann wird Hermann von Hamburg aus Richtung Buenos Aires verschifft, also nach Montevideo, nach Südamerika. Und da geht seine Geschichte weiter auf dem neuen Kontinent. Ja, für heute ist aber Schluss. Genau, und wir sehen uns in der nächsten Woche. Freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!